In Berlin ist es halt eben, man merkt die Gegensätze nicht so doll, wahrscheinlich nicht so doll wie in den anderen Bundesländern. Ja, weil hier ist ja vielschichtig vorher schon, ja, und nachher ja auch. Und vielleicht gab einen gewissen Zeitraum, wo dieser Unterschied bemerkbar war, aber dieser Zeitraum war sehr kurz. Ja, sehr kurz. Und danach habe ich bei mir jetzt keinen Unterschied mehr, weil meine Freunde kommen ja, ich sag mal, aus der DDR, Ost-Berlin und West-Berlin so unterschiedlich. Und dann ist das mein Mann an der Uni und sagt, gibt keinen Unterschied. Ne? Ja, also meine Frau war Gastarbeiterin in der DDR. Da habe ich sie kennengelernt, dass sie von dort aus nach Berlin gekommen ist. Und das ist die Leute, die Gastarbeiter, die damals noch in der DDR waren, die sind heute so gut integriert, die sprechen gutes Deutsch, die haben, viele von denen haben eine Berufsausbildung gemacht, viele von denen haben sich selbstständig gemacht und viele Betriebe wie Gastronomie, Blumenläden und oder viele gut gehende Geschäfte von Asiaten, wurden nur diese Gastarbeiter in der ersten Generation sozusagen, haben sie geschafft, es auf eigene Füße aufzubauen. Ja. Ich glaube, die Leute, die ich damals kannte bis heute, die sind alle hier in Berlin geblieben und in Deutschland. Ich glaube, da gibt keiner, der überhaupt nach Vietnam gegangen war. Ja, und wie? Ja, also ich sage Ihnen ein Beispiel. Das ist so, wo dieses Shawnee Center ist, oder dagegen, da gibt, in der Reichsbich-Ufer. Ja. Damals habe ich immer den Bus genommen bei meiner Schule in Grunewald und ich hatte im Bus, das Bus ist der Bus 19. Der fährt jahrelang die Strecke darüber. Und auf der rechten Seite war ein Flohmarkt, komplett Flohmarkt. Das ist heute zugebaut mit Shawnee Center und diverse Einkaufszentren. Das war der Flohmarkt. Ja. Jahrelang war am Wochenende, da kann man immer alte Sachen kaufen und so weiter. So, ja, und sehr groß. Und irgendwann mal fahre ich den Bus 19, existiert der Flohmarkt gar nicht mehr, wird dann zugebaut, also wird man abgesperrt. Und irgendwann mal stehen irgendwie Baufahrzeuge und das ganze Gebiet wurde bebaut, was vorher frei war, so als Beispiel. Ja. Ja. Und der Ort, wo ich meine Studentenzeit gelebt hatte, hier am Springer Verlag, damals stand auch eine Mauer dort direkt gegenüber. Wenn ich damals von dort mit dem Fahrrad rausfahre, sehe ich niemanden am Frühmorgen, aber seit der Wiedervereinigung, dort ist halt Friedrichstraße, Axel Springer Verlag, fast schon eine Querverbindung. Ja, und das ganze Gebiet hat sich komplett verändert. Ja, ja, und da kommen da werden dann bebaut ohne Ende. Das Gebiet, was ich vorher kannte, war immer frei, man konnte dort sehr gut bewegen, selbst nicht mehr, selbst voll zugebaut. Das sind so zwei Standorte, wo für mich eine große Veränderung stattgefunden hat. Klar, der leere Bahnhof, der existiert ja gar nicht mehr so. Dort kommt der Hauptbahnhof und oben wird die komplette zugebaut, finde ich. Ja, die leere Straße, wo damals Studentenwohnheim gab, wo ich auch eine Zeit lang da gelebt habe. Dort kann man nicht mehr als Student dort leben, weil es teuer ist. Ja. Und da entstehen ja neue Wohnblöcke, so leere Straße, Berlinstraße, hat sich dort komplett verändert. Ja, man kennt die Straße nicht mehr, die ich vor Jahren kannte. Ja. Und doch für uns ist es eine Veränderung in meinem Leben, definitiv. Also nicht nur den Beruf, den ich gewählt habe, Vermessung, halt eben war auch eine Art damals der Vermessung. Wir haben gesagt, die DDR oder Ostberlin gibt noch sehr viel zu vermessen. Neu. Ja.
gibt noch sehr viel zu vermessen und das war sehr zukunftsorientiert, also die Auswahl des Berufes, ja. Und der Lehrerbahnhof war auch für mich so ein Punkt, wo ich gerne zurückdenke. Ja. Ja, das war vor der Wiedervereinigung, nach der Wiedervereinigung und dort erkenne ich wieder die Verbindung zwischen mir und Berlin, so in der Vergangenheit und auch sehr in Gegenwart und der Zukunft auch. Ja.